Okay, sein letztes Spiel, der Turm. And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Ja, so wirkt es auch. Aber hier wenigstens ein bisschen Farbe mit den Gittern, aber es wirkt einfach durch diese Größe auch irgendwo erdrückend. This room actually has a maze in it. Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Okay. Wall 128. Also, ja. Okay. Also hat sich dieser Coder jetzt selbst umgebracht? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es darauf hinausläuft. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Eins 151151617, okay. Den Code hätte man eigentlich raten müssen oder was? Das ist ja total abstrus. Wie viele 1, 2, 3, 4, 5. Oh Gott, den Raten, das ist ja fast unmöglich. Also es grenzt wirklich an eine Möglichkeit, so Code zu raten, außer er hat eine Bedeutung. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. I remember, it's June of 2011, I'm playing this for the very first time, and as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing.
For years, I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. And he wouldn't. Ja, die 3 Punkte. Weiß ich auch nicht. Die kamen ja auch zweimal, glaube ich, vor. Vielleicht auch mehrmals. Okay, das rotes Licht. Es wirkt alles sehr... wirklich sehr depressive Stimmung. I felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Where did I screw up? Lieber Davey, vielen Dank für dein Interesse an meinem Spielen. Ich möchte dich bitten, mich nicht mehr anzusprechen. Heißt der Entwickler Davey? Vielen Dank für dein Interesse an meinen Spielen. Ich möchte dich bitten, mich nicht mehr anzusprechen. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's because of what I did. I poisoned it for you. What? Also der Sprecher gerade, der heißt Davey. Der hat sich für die Spiele interessiert und deshalb hat er aufgehört? Das macht irgendwie keinen Sinn. Nochmal frage ich mich, ob du glaubst... But when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... it felt as though I were responsible for something important and valuable. Manchmal frage ich mich, ob du glaubst, ich mache diese Spiele für dich. Du bist mir dermaßen... And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Du bist mir dermaßen auf die Pelle gerückt, dass es durchaus möglich ist, dass ich irgendwann Lösungen meiner Arbeit versteckt habe, irgendwo zwischen den Spielen. Gibt es eine Antwort, einen Sinn, würde dich das dann glücklicher machen? Würdest du aufhören, meine Spiele gegen meinen Willen anderen zu zeigen? Ihnen etwas zu geben, was du ihnen gar nicht geben solltest? Ihr eine Grenze zu überschreiten, die mich in Sicherheit hält? Könntest du bitte aufhören, meine Spiele zu ändern? Hör auf, irgendwelche Straßenlampen reinzusetzen. What? Der hat die gar nicht selbst reingesetzt? Lass sie einfach so, wie sie sind. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Wenn ich in deiner Nähe bin, wird mir sowas von schlecht. Du verlangst etwas, was ich dir nicht geben kann. Ich habe es einfach nicht. Es deprimiert mich nicht, wenn ich mal keine neuen Ideen habe. Diese Tiefs gehören einfach dazu. Die Tatsache, dass du mich für frustriert oder gebrochen hältst, sagt mir über dich über dich als über mich aus. Ich weiß, du verstehst das alles noch nicht. Das ist in Ordnung, nicht mein Problem. Aber ich hoffe, dass es irgendwann Klick macht und du diesen ewigen Kampf endlich beendest. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Sag nichts.
Wir sind wieder in den dunklen Raum mit dem typischen Rätsel. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Epilog. Ein Bahnhof. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Ich rede gerade nicht mehr so viel im Zuschauer, weil auch die Tür ist aufgegangen. Ich denke die ganze Zeit nach und es ist irgendwie... keine Ahnung. Anscheinend hat Coder aufgehört, Spiele zu programmieren. Solution. Und ich muss das jetzt nicht alles erklären, liebe Zuschauer. Ihr habt es ja wahrscheinlich selbst irgendwo verstanden. Und das ist irgendwie ein bisschen deprimierend. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht so ganz, wo ich das hier noch wie ich das einordnen soll. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Ja. Wo sind wir jetzt? Irgendwo im Untergrund? If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation,
What would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. What now? I think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay. Ist da wieder die Counter-Strike-Map? Sieht so aus. Nee, ist es nicht. Oder? Nee. Als Let's Player sollte ich jetzt eigentlich eine Menge reden, aber mir ist gerade nicht zum eine Menge reden. Ja, mir ist gerade einfach nicht danach. Also, dem Entwickler geht es darum, Coder wieder dazu zu bringen, Spiele zu spielen, weil er dafür verantwortlich ist, dass er aufgehört hat, weil er eben anderen die Spiele gezeigt hat, sich selbst da eingemischt hat, selbst die Spiele gespielt hat, selbst versucht hat, irgendwie Coder zu ergründen. Und er ist davon ausgegangen, dass es Coder Hilfe braucht, weil in diesen Spielen hat er irgendwie gesehen, dass Coder depressiv ist, suizidgefährdet, so wie ich es jetzt beim Spielen auch interpretiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Was aber anscheinend gar nicht der Fall war. Zumindest scheint es so. Da hinten sieht es nach diesem Strahler aus, den wir aus dem allerersten Spiel kennen. Das wir gespielt haben. Also nach der Counter-Strike-Map, glaube ich. Ja. Ich würde sagen, dann schreit mir mal hinein. Und schweben nach oben. Und wir sehen was? Ein gigantisches Labyrinth. Okay, danach kommt auch kein Kapitel mehr. Ja, liebe Zuschauer, ey. Ich habe es ja eben schon erklärt. Mit diesem Spiel versucht anscheinend der Entwickler von The Stanley Parable oder der Entwickler von, also ja, er hat ja nicht dieses, also er hat schon dieses Spiel, The Beginner's Guide. Boah, ist die Musik gerade laut. Sound leiser. Versucht der Entwickler von The Beginner's Guide irgendwie Coder dazu zu bringen, wieder Spiele zu entwickeln, weil er sich dafür verantwortlich sieht, daran schuld zu sein, dass er aufgehört hat. For our
Dieses Projekt wäre ohne die folgende Person nicht möglich gewesen. Matthew Bright, Ryan Roth, Helene Herron, Richard Flanagan, okay, sorry, kann ich nicht alle vorlesen. Turn Back, geschrieben von Helena Herron, Durchführung Helena Herron und Ryan Roth. Ja, gut, das sind jetzt die Credits. Ist auf jeden Fall ein Spiel, das einen mit einer sehr depressiven Stimmung zurücklässt. Und das war's jetzt. Kapitelauswahl. Wir haben gespielt Intro, Flüstern, rückwärts. You're now entering. Okay, das Schild habe ich gar nicht gesehen. Treppen. Okay, da hat er sehr viele Spiele im Jahr 2008 entwickelt, der Coder. Rätsel 2009. Hinausgehen. You're now okay. 2009 nach unten. Das Level war relativ lang. Notizen. Ja, bei den Notizen, das wirkt dann natürlich, als sei man irgendwie suizidgefährdet. Flucht, Haus, Vorlesung, Theater, Möbius, Insel, Maschine, Turm und... Okay, der Epilog wird anscheinend nicht mehr... Okay. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt noch hier viel sagen soll, viel zusammenfassen soll am Ende, liebe Zuschauer, ey. Ich hoffe, ihr habt dieses Spiel selbst gespielt, bevor ihr zuschaut, wie ich es gespielt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich der Entwickler von The Stanley Parable gewesen wäre, hätte ich spätestens ab vielleicht schon ab Notizen, aber spätestens ab Vorlesung echt mir so meine Gedanken gemacht. Also, wenn ich so, ihr habt es ja gemerkt, ich habe auch gedacht, hey, der ist suizidgefährdet, hey, der ist depressiv, der braucht Hilfe. Und im Prinzip ist der Gedanke ja echt nett, die Spiele anderen zu zeigen, um Coder zu zeigen, hey, deine Spiele gefallen Leuten. Aber es ist eben die Sache ist eben die, dass man nicht in die Köpfe von Menschen hineinschauen kann und dass man nicht immer dass das, was man von außen sieht, beziehungsweise das, was man denkt, dass es das Richtige sei, oder das, was man denkt, was das ein Mensch braucht, vielleicht auch nicht immer die richtige Entscheidung ist und nicht immer das Richtige ist. Ja. The Beginner's Guide. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wenn ihr dieses Spiel auch gespielt habt und wenn ihr hier euch angeschaut habt, wie ich es gespielt habe, würde mich interessieren, wie habt ihr dieses Spiel empfunden, wie habt ihr dieses Spiel gespielt, was habt ihr dabei gefühlt, was habt ihr dabei gedacht? Und schreibt mir einfach so eure Eindrücke, eure Gedanken, eure Gefühlswelt in die Kommentare, das würde mich definitiv interessieren. Und ist euch irgendwas aufgefallen an meiner Spielweise, was euch irgendwie vielleicht, keine Ahnung, was euch vielleicht überrascht habt, was ihr nicht so erwartet hättet, oder sagt ihr irgendwie, ich habe was falsch interpretiert, falsch verstanden, das kann ja auch sein. Dann würde mich das auch sehr interessieren. Und soweit so gut, freue ich mich auf Kommentare und bis dann, haut rein. Ciao, ciao.